Eltern. Hallo, guten Abend, gauden Abend. Mensch, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt war das aber mal wieder Bettentit, ne? Und zwar weiß ich auch gar nicht mehr, was ich euch so zeigen kann. Ich habe euch ja schon so viel gezeigt, es gibt schon so viele Videos und irgendwann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und da habe ich auf Facebook eine Umfrage gestartet, Facebook und Instagram. Da habe ich gefragt, was ihr denn gerne hättet als Workshop. Und da kamen auch viele schöne Ideen zusammen, dass die nächsten 3 Workshops jetzt gesichert sind. Ist das nicht toll? Und jetzt fangen wir an mit dem heutigen Workshop. Bevor ich loslege, wollte ich nochmal auf dieses Buch verweisen. Da sind schon ganz viele Anleitungen drin. Also vielleicht kennen das einige noch nicht. Zum Beispiel die Anleitung für einen Oktopus. In diesem Fall hat er ja nur 5 Dinge, also ist ein Pentapussy, aber mach einfach 8 dran, hast einen Oktopus. Also die Anleitung in diesem Buch und Leuchtturmanleitung ist natürlich auch hier drin in dem Buch. Ne? Könnt ihr gerne mal nachgucken, nachschlagen. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Oder ich weiß gar nicht genau. Also bei Amazon auf jeden Fall, im Rockel Media Verlag und mit etwas Glück auch noch bei uns. Ich glaube, bei uns, die sind fast alle. Ja, das vorneweg. Also diese Wünsche, glaube ich, da werde ich jetzt keine Videos mehr machen, weil gibt es ja hier schöne Anleitungen in diesem geilen Buch. Ne? So, ich muss mal das Lesezeichen rausmachen und das Buch sichern. Ach, nach unten. So, und ich habe mich für den Frosch entschieden. Es gibt schon einen kleinen Froschfilm, einen Film, wo ein kleiner Frosch gemacht wird, wo ich einen kleinen Frosch gemacht habe. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich mal einen größeren Frosch für und mit euch. Ich habe dafür diese Gipsform, Kugel, Halbkugel. Falls Fragen kommen, ich bin ja auf alles vorbereitet. Sie hat einen Innendurchmesser von 10 Zentimetern. Diese jetzt. Natürlich könnt ihr auch eine viel, viel größere Kugel nehmen. Muss alles andere nachher auch größer werden. Ist ja ganz klar, ne? So, aber das vorneweg, das ist für die heutige Figur die Form. Gut, dann zeige ich mal kurz, wie ich eine Kugel aus der Form hole. Für alle, die es noch nicht wissen. Wenn ihr das schon wisst, dann spult einfach weiter vor. So, ich nehme hier Ton aus dem Sack und schmiere das Klümpchen hier rein in die Form und achte auf eine Wandstärke von einem halben Zentimeter. Wichtig hierbei natürlich keine Luft einarbeiten. Lufteinschlüsse ganz gefährlich. Ne? Den zweiten Klumpen habe ich soeben angelegt und verschmiere ihn gleich mit dem ersten Klumpen, dass das schön von innen erstmal hält. So, das mache ich jetzt so lange, bis die Form hier ausgefüllt ist. So, immer schön in alle Richtungen schmieren. So, nächstes Stück. Immer rein damit. So. Einer geht noch. So. Eine Runde rum. Form ist halb ausgefüllt, also ganz ausgefüllt. Die halbe Kugel ist ganz ausgefüllt. So. Jetzt mache ich mir so einen kleinen Stempel. Drücke ihn geräuschlos hier gegen und ziehe das ab. Irgendwann bleibt das hier am Stempel kleben. Jetzt zum Beispiel kann ich es rausholen und lege es zu einem Viertel wieder rein, also zur Hälfte jetzt. Lege ich es da rein und mache hier weiter wie gehabt. Wieder ein Klümpchen reinschmieren
und fülle alles aus, was die Form hergibt. Ich bleibe immer in der Form. Die Kugel, die drehe ich jetzt immer weiter. Ne? Immer, dass wieder ein Stück frei ist, da schmiere ich wieder was rein. Ne? Dann drehe ich weiter und irgendwann wird die Öffnung hier natürlich immer kleiner. Am Ende passt nur noch ein Finger rein. Und das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. So, so weit bin ich gekommen. Jetzt ist hier noch ein kleines Stück Form frei. Da schmiere ich noch so ein kleines Stück Ton rein. Nur mit dem Finger hier rein, kurz unter der Kante, schmiere ich das alles fest. Immer in der Form bleiben, ganz wichtig. So, und jetzt drehe ich das Loch nach oben. Genau. So, da kommt jetzt noch ein Stöpsel rein, drauf. Oh, so ein kleines Stück Ton nehmen. Ne? Und das versenke ich hier drin. So. Und verstreiche das mit dem Finger in alle Richtungen. Und dann glätte ich alles mit dem Messer. So, ich habe die Kugel rausgeholt aus der Form und glätte sie ringsherum mit dem Messer. Ein bisschen habe ich das ja in der Kugel schon gemacht, in der Form. Macht sich besser, wenn das weich ist, wenn das ganz frisch geformt ist. Am besten in der Form bleiben. Rausholen, eine Stellfläche. Idealerweise ist die Stellfläche immer da, wo der Stöpsel ist, eventuell. Oder da, wo später ein großes Loch rein soll, kann auch der Stöpsel sein. Wenn man sich das merken kann, wo der Stöpsel ist. So, ich klopfe jetzt noch einmal mit dem Pfannenwender hier drauf rum, dass sich das von außen noch einmal besser verdichtet, um eventuelle Lufteinschlüsse zu komprimieren. So. Und Formgebung, falls es ein bisschen aus der Form gekommen ist. Aber wenn das jetzt für den Frosch nicht ganz kugelrund ist, ist es überhaupt nicht dramatisch. So, ich habe mit dem Messer geglättet, mit dem Klopper gekloppt. Jetzt gehe ich noch einmal mit dem Gummi rüber, dass es eine schöne glatte Oberfläche wird. Ich habe hier einmal feucht gemacht, die Gummilippe. Setz unten an und zieh nach oben und dann wird alles schön glatt. Super! Ja, jetzt kriegt der Frosch natürlich noch Froschfüße. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, euer Frosch, eure Entscheidung, ob ihr 4 oder 2 nehmt. Ich lasse ja gerne mal was weg, ne? Deswegen nehme ich nur 2. Ich mache jetzt also aus diesem Stück 2 Stücken. Ich teile es durch 2 und mache daraus 2 Rübchen. Erstmal schön geschmeidig kneten. Und so zu einer Rübe rollen zwischen den Händen und dann nochmal übers Brett. Lange Rübchen. So, 1 und Nummer 2. Wunderbar. Jetzt drücke ich hier vorne das dicke Ende mit der flachen Hand runter, ohne dass da irgendwelche Dellen und Wellen sind. Ja? Mit der flachen Hand runterdrücken. Wunderbar. So, schiebe ich nochmal von vorne gegen. Und jetzt knicke ich die Spitze nach oben. Halt das hier schön fest und knick die Spitze nach oben. 1. Und
2. Wunderbar. Ich hole mir die Murmel und mach mal Probesitzen. Schiebe die hier so vorsichtig mal ran, wie ich mir das vorstellen könnte. Ganz grob. Froschfüße. Das wird der Hals. Frösche haben gar keinen Hals, ne? Wir brauchen aber ein Stück Ton, um den Kopf nachher zu montieren. Das ist schwierig auf einer runden Kugel. Deswegen mache ich gerne ein Stück Hals. Ich habe hier so ein Stück Ton genommen und bringe das so ein bisschen in die Länge und roll das hier übers Brett. So eine kleine dicke Wurst, ne? Stuck die ein paar Mal kräftig auf. Ist die unten gerade. Und einmal wenden und nochmal aufstucken. Ist oben auch gerade. Und ich habe einmal eine kleinere Fläche und auf der anderen Seite eine etwas größere Fläche. So, da schiebe ich jetzt ein Stäbchen durch. Schön durch die Mitte durchschieben, da das hier auf der anderen Seite wieder rauskommt. So. Wunderbar. Und jetzt rolle ich das hier über das Brett. Ich drücke das Stäbchen nach unten und bewege die Wurst auf dem Brett rollend nach oben. So. Jetzt kann ich durchgucken. Jetzt mache ich hier mit feuchten Fingern einen trompetigen Rand. Ich ziehe das so ein bisschen nach außen, lässt sich dann besser anschmieren an die Kugel. Von der anderen Seite das gleiche. Finger muss reinpassen ins Loch. So. Dann habe ich hier im Ergebnis so eine Art Wirbelkörper. So, der kommt jetzt hier oben rauf. Bums. Na, kann ruhig noch ein bisschen nach vorne. So. So, so wäre jetzt meine Idee. Füßchen hier noch ein bisschen richten. So, ich rau das jetzt alles auf und werde es miteinander verbinden. Erstmal anreißen. So. Und alles, was sich miteinander verbinden soll, aufreißen. Kräftig aufreißen, nicht zu zaghaft. So, hier kommt jetzt der Hals rauf. Weil die Kugel ja ein abgeschlossener Hohlraum ist, wo die Luft erstmal noch nicht rauskommt, mache ich hier mal gleich ein Loch rein. Zwischen Kugel und Hals, dass die Luft dorthin entweichen kann. Alles, was aufgeraut ist, mache ich nass mit Wasser oder Schlicke. So, dann drücke ich das hier rauf und mittels Finger oder Hölzchen kann ich das schön verbinden, ohne dass ich da einen Übergang sehe. So, selbiges mache ich hier mit den Beinen. Aufreißen. Angerissen habe ich ja schon. Andere Seite.
alles nass machen. Wie gesagt, am besten so mit Wasser betupfen. Nicht das Aufgeraute wieder glatt streichen. Das bringt nichts. So, und jetzt drücke ich die hier so an, dass das Wasser aus der Ritze so ein bisschen rausschmattert. Das ist ein Indiz dafür, dass sich das schön miteinander verbindet. So, und jetzt werde ich alles miteinander mit dem Hölzchen, mit dem Finger, mit dem Pinsel verbinden, bis alles schön glatt und schier aussieht. Jawohl. Tja, ich habe hier schon ein bisschen rumgeschmiert. Hier habe ich jetzt den Vorteil, ich habe ein großes Loch drin, dass der Finger ganz mit reinpasst. Dann kann ich von innen die Kugel noch gegen den Hals drücken und da so ein bisschen Rücken rausarbeiten. Ist ein bisschen fummelig, aber ihr kriegt das hin, bin ich mir ganz sicher. So, und das verbindet sich natürlich besser, wenn man von innen auch noch, wenn ich von innen auch noch gegendrücken kann gegen die Halsverbindung. Halskugelverbindung. So. Alles einigermaßen glatt geschmiert. Ich habe hier noch ein kleines Knie oder so einen kleinen Ellenbogen mit eingearbeitet, so ein Knick. Einfach das so ein bisschen geschoben und gedrückt und gemacht und getan. Das entsteht beim Machen. Da kann man gar nicht so viel erklären. Ich jedenfalls nicht. Ne? So, jetzt zeige ich euch, wie ich die Froschfüße mache. Spannende Sache. Ich brauche meinen Finger und habe hier diese umgeklappte flache Rübe gehabt. Und jetzt mache ich in jede Pfote, heißt das Pfote beim Frosch? Ich weiß nicht, Fuß, Gliedmaßen? Keine Ahnung, ich sag mal jetzt Pfote. In jede Pfote drücke ich 2 Fingerdellen rein. So. Eine. Dann lasse ich in der Mitte ein Stück frei und drücke die andere Fingerdelle daneben. So. Gut. Mit dem Messer schneide ich jetzt hier diesen Bogen weg, dass das gerade ist und nicht gebogen. So. War der Frosch jetzt schwimmen heute? Ich habe so ein bisschen Froschkunde betrieben. Natürlich haben die ja so komische, feingliedrige Füße. Das ist natürlich keramisch etwas schwierig. Deswegen habe ich mich für diese Variante hier entschieden. Ich kann jetzt zur Froschverzierung, kann ich hier noch zum Beispiel so Kugeln draufsetzen ans Ende. Ne? Die muss ich natürlich auch aufreißen und richtig schön andrücken und anschmieren. Ich setze die mal jetzt nur rauf, dass ihr sehen könnt, was ich meine. Ich mache das nicht immer, nur manchmal. So. Kugel Nummer 3. So würde das dann aussehen. Die müssen natürlich noch anmontiert werden, sonst würden sie ja jetzt einfach abfallen. Nicht halten. So. Das wäre der Froschfuß. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite nochmal. Also mit dem Finger eine Delle links und eine Delle nach rechts. So, die Kante hier so ein bisschen entgraten und zurückdrücken, dass das schön flutschig und weich ist. Und diesen Bogen hier vorne, den schneide ich jetzt weg. Gerade, gerade. So. Mit dem Finger, mit dem Feuchten mache ich die Kanten schön. Und bei Bedarf oder wenn es besser gefällt, gerne die 3 froschigen Kugeln da drauf platzieren.
Jetzt ziehe ich mit dem Hölzchen noch eine kleine Kante, eine Strukturkante entlang des Beinchens hier. Das ist nachher zum Glasieren ganz gut als Glasurgrenze. So, und das kriegt ein bisschen Struktur, ein bisschen Profil. Ich kann den Knick dadurch auch noch etwas betonen. So, mit dem Pinsel streiche ich das aus. Wunderbar. Das wird der Kopf. Ich habe eine schöne Handvoll Ton hier und das knete ich mal schön durch, dass die Murmel schön geschmeidig ist, schön weich, nicht zu trocken und nicht zu schmierig. So, ich mache praktisch einen Schneeball und mit leichtem Druck zwischen den Händen rollen und ein bisschen nachformen. Am Ende soll sowas wie eine Kugel bei rauskommen. So ungefähr, wie beim Buletten machen. So, jetzt mache ich eine Daumenschale. Ich lege die Kugel hier so zwischen die gestreckten Finger und drücke die Daumen rein, mittig, drücken und drehen und drücken und drehen. Und aufpassen, dass es kein flacher Teller wird. Dass das schön so eine Art Halbkugel wird. So, jetzt gehe ich hier mit dem Daumen. Die Finger geben außen Halt und der Daumen schmiert innen lang. Hier besteht natürlich auch große Gefahr von Lufteinschlüssen. Deswegen immer schön mit beiden Druck und Gegendruck, dass das immer schön zu spüren ist. Ob da eventuelle Blasen drin sind, das wird dann so wabelig. So, eine schöne, voluminöse Halbkugel. Ich lege die Halbkugel jetzt in die eine Hand rein und mit den Fingern der anderen Hand fahre ich hier innen lang. Am besten gar nicht hingucken. Das ist besser fürs Gefühl. Immer mit Gefühl arbeiten, dass es einigermaßen gleichmäßig ist, dass man nicht irgendwo schon durchkommt oder irgendwo noch so eine ganz dicke Stelle ist. So, dass es schön gleichmäßig ringsherum ist. Also ich streiche noch einmal mit dem dicken Daumen hier nach. Das sieht sehr schön aus. Schön gleichmäßig. So, jetzt befeuchte ich hier diesen Rand und mache den schön, weil das werden nachher die Froschlippen. So ein bisschen zueinander drücken, Daumen und Finger, dass dies eine schöne runde Kante wird. Schön abrunden. So. Jo, sieht gut aus, ne? Jetzt drücke ich hier mit dem Finger so 2 Mundwinkel, Wellen rein. So. Also das ist die eine. Vielleicht nicht ganz mittig, sondern so im oberen Drittel. Die zweite. Also nicht genau gegenüber, sondern so ein bisschen, dass unten mehr Bogen ist als oben. So, eine Welle. Am besten auch nur von einer Seite drücken, nicht so. Dann verformt sich das sehr ungünstig. So, jetzt klappe ich das Maul zusammen, ne? Oh, das ergibt sich von selbst, das Froschmaul, ne? So ein bisschen kann ich das jetzt steuern. Immer Stück für Stück. Soll er Überbiss haben oder Unterbiss? Immer so Stück für Stück zusammenführen. Da kann auch ein Scheifmuhl werden, ne? So.
schön vorsichtig. So. Nicht ganz unwichtig finde ich, dass es gut ist, wenn Ober- und Unterkiefer sich berühren, wenn die aufeinander liegen, größtenteils. Wenn das jetzt zum Beispiel so ein, ich kriege das wieder auf, so ein offener Mund wäre, na, so schön kriege ich ihn hin, ne? So ein offener Mund, der ist natürlich sehr bruchanfällig. Ne? Besser ist, wenn das sich so viel wie möglich berührt. So, dann stützt es sich ein bisschen gegenseitig. So, jetzt schmiere ich da so lange und drücke so lange rum, bis mir das Moules so einigermaßen gefällt. Und solange es weich ist, ist es natürlich immer noch veränderbar. Ne? Also ich kann jetzt das hier zum Beispiel schließen. So, kann da so ein bisschen Schmollmund noch machen. Oh, jetzt sage ich mal, hat mir vorher das besser gefallen, aber nur ist das so, ne? So. Nun blieb das so. Mit dem Pinsel gehe ich hier nochmal nach. So. Das ist der Froschkopf. Der kommt jetzt auf den Hals rauf. Ja, jetzt habe ich den Kopf da mal raufgesetzt und ich drehe das gute Stück jetzt mal. Ich glaube, das gefällt mir so ganz gut, die ganze Körperstellung. Wunderbar. Ich bin begeistert. So, das reiße ich jetzt natürlich wieder an. Also wenn es nicht gefällt, könnte es daran liegen, dass der Hals vielleicht zu lang ist. Kann man dann hier was wegschneiden, wenn es zu lang ist. Ne? Das ist alles ewig noch veränderbar. Wichtig ist immer genau gucken, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Das ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was zählt, ob es gefällt oder nicht gefällt. Falsch und richtig gibt es nicht. Es gibt lediglich ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel, dass keine Lufteinschlüsse sind. Ganz wichtig. Oder dass es nicht zu filigran wird und dadurch zu zerbrechlich. Kann man auch machen, wenn es gefällt natürlich. Aber wenn man das immer so ein bisschen abstauben möchte, ist das immer nicht so einfach bei so filigranen Sachen. Deswegen bin ich lieber fürs Grobe. So. Ich habe alles aufgeraut. Kopf und Hals. Hier brauche ich jetzt kein Loch reinmachen, weil die Mundwinkel sind offen. Hier. Da kommt die Luft raus. Würde jetzt aber auch nicht schaden, da ein Loch reinzumachen. Das wäre jetzt auch nicht dramatisch. So. So. Natürlich könnt ihr den Kopf auch ganz anders raufsetzen. Also ich zeige das mal hier ein bisschen, dass er nach oben guckt oder schief zur Seite oder wie auch immer. Erlaubt ist, was gefällt. So. Jetzt schiebe ich hier das vorsichtig hoch mit dem Finger. Und verbinde es mit dem Hölzchen. Einmal grob den Hals in Richtung, also die Halsöffnung in Richtung Kopf schmieren. Und dann lege ich da zur Sicherheit noch ein feines, geschmeidiges Würstchen rum. Das sogenannte Sicherungswürstchen. Ein schönes, kleines, feines Würstchen. Machen wir kurz Platz hier. So, muss man hier auf dem Brett rollen. Das muss schön feucht sein. Darf nicht brechen. Sonst ist es zu hart zum Verbinden, zum Anschmieren. Dann schmiere ich lauter Beulen in den Frosch. Das will ich ja auch nicht. So schön weich und geschmeidig. Darf nicht brechen. Ich kann jetzt hier so, wie heißt das hier? Seilspringen machen, ne? Genau. So. Wurst zur Seite, Frosch in die Mitte.
Wurst anlegen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und das eine Ende der Wurst, das verstreiche ich jetzt hier so mit dem Finger. Und dann lege ich die ganze Wurst hier so rum. Und wo sie aufs Anfang trifft, da reiße ich den Rest ab. Schmiere das hier rüber. Und die halbe Wurst schmiere ich jetzt die eine Hälfte nach unten. Und die andere Hälfte nach oben. Wie es am besten geht, mit dem Finger, mit dem Hölzchen, mit dem Pinsel. So. Dann ist der Kopf gesichert. Hier unten geht es besser mit dem Hölzchen. So. Und im Idealfall ist nichts mehr von der Verbindung zu sehen. Ist der Kopf aus dem Körper, an den Körper angewachsen und keine Verbindung ist mehr zu sehen. So, jetzt fehlen ja nur noch die Augen und natürlich streichen und pinseln und glatt machen kann man ewig. Ne? Also ich nehme hier ein Stück Ton und teile das durch zwei. Das eine der wichtigen Sachen beim Frosch sind ja riesige Augen. Ne? So, ich mache also zwei Murmeln. Nicht zu klein. Nicht zu klein, aber weich müssen sie sein. So, 1. Rutsch mal rüber hier. So, 2. Bitte wenden. So, 2 Murmeln. Die könnte ich jetzt Probesitzen machen auf dem Frosch. Oh, wo sollen sie denn hin? Da so vielleicht? Euer Frosch, eure Entscheidung. Ist mal was anderes, aber dann ist es nicht mein Frosch, deswegen mache ich meine Augen natürlich so, wie sie mir am liebsten sind. Aber in diesem Fall doch noch ein kleines bisschen anders. Ich drücke sie etwas platt, bevor ich sie zusammensetze. Einmal mit der flachen Hand drauf. Dann schiebe ich sie zusammen. Es werden bright eyes, breite Augen. Ich schiebe sie hier zusammen. So. Und mache die schon mal ein bisschen schön. Dann reiße ich sie von unten auf. Gleich als Paar, wenn sie zusammen rankommen. Ist natürlich anders, wenn die eine Lücke zwischen den Augen, also wenn eine Lücke zwischen den Augen ist. So. Probesitzen machen. Wunderbar. Das gefällt mir. Und ran damit. Wenn sie zu groß geworden sind, dann wiederholt ihr die Übung mit weniger Ton. Und wenn die zu klein geworden sind, wiederholt ihr die Übung mit mehr Ton. Ist ja ganz logisch, ne? Alles wieder nass machen oder schlickern. So. Und vorsichtig die Augen raufdrücken, ohne sie zu zerdrücken. So, jetzt ist hier unten noch ein bisschen zu sehen vom Aufreißen zwischen den Augen hier unten. Das streiche ich mal hier so weg mit dem Pinsel, weil hier vorne will ich gar nichts weiter verändern. Da will ich schon gern, dass das so bleibt, wie es ist. Und deswegen werde ich die Augen jetzt von hinten runterziehen, dass sie von hinten Halt haben. So. Schön das Köpfchen halten. Gerade wenn das so frisch und weich alles noch ist. So, also von hinten verstreichen, ein bisschen an der Seite und vorne mache ich gar nichts. Da soll das so bleiben.
Mit dem leicht feuchten Finger mache ich das alles schön glatt. Schön verstreichen und verschmieren. Und die letzten Feinheiten mit dem Pinsel. Jawohl. Da ist noch eine Ecke. Jetzt brauche ich hier meinen Eyeliner. Ich drücke hier ein Augenlid rein. Das sollte sauber und trocken sein, hier die Kante von dem Werkzeug. So. Ärmel hoch. Kompakt festhalten ist das Zauberwort, ja. Hier schön sichern den ganzen Kopf, dass da jetzt nichts verrutscht und verglitscht. Und ich drücke ein Lid hier rein. Wahlweise alternativ könntest du auch einen Teelöffel nehmen zum Beispiel. So, jetzt nehme ich das noch nicht ab, sondern ich leiere das ein bisschen aus, dass ich zwischen Augapfel und Augenlid ein bisschen Spiel habe. Das heißt, ich drücke das hier nach oben und dann ziehe ich den Löffel ab. Dann habe ich hier eine schöne große Lücke zwischen. Und das mache ich auf der anderen Seite auch so. Und dann kann ich nämlich richtig viele schöne charakterliche Sachen mit den Augenlidern machen. So, habe ich hier eine schöne Lücke zwischen Augapfel und Augenlid. Mit dem leicht feuchten Finger drücke ich den Augapfel jetzt ein Stück, die Kante vom Augapfel ein Stück nach hinten. So. Und jetzt kann ich die Augenlider anpassen. Ich könnte zum Beispiel, ich mache gerne zwei verschiedene Sachen. Der kann ja ein bisschen grimmig gucken. Ich klappe, mal hier wieder kompakt festhalten, klappe das hier mal so runter und dass das da hinten so ein bisschen höher bleibt. Der guckt ja ein bisschen grimmig. So, zum Beispiel. Jetzt gucke ich mir das mal an. Jawohl. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite genauso. Ich könnte auch was ganz anderes machen. Ich könnte das von der Seite her zur Mitte hochdrücken. Habe ich aber vorhin schon mal gemacht. Ich will jetzt was anderes machen. So, ich mache das nochmal genauso. Drücke das hier vorne runter. So. Jetzt sieht er aus wie Leo Kastenfrosch oder Günther oder wie der heißt. So. Und mit dem Pinsel mache ich das jetzt alles noch ein bisschen schick, dass die Kanten nicht so scharf sind. Pinsel und Finger. So. Mit einem kleinen Stäbchen kommt jetzt noch, mit einem dünnen Stäbchen, die Pupille rein. In die Augen. Mal gucken. Schau mir in die Augen, Kleiner. Ich denke, wie immer, es schielt. Ich drücke sie gerne tief rein, die Pupillen. Mache die Augen auch gleich noch ein bisschen fest. So. Achso, jetzt fehlen ja noch Nasenlöcher. Hat der Frosch hier auch. Bums, 1, 2. Ja, super. Also ich schmiere da jetzt noch eine Stunde dran rum. Aber passt mal auf, ich hole mal seinen Kumpel ins Bild. Passt ihr beide auf ein Brett.
Ich habe jetzt schon einen Testfrosch gemacht. So. Fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt seht zu, dass ihr klarkommt. Und ich lasst mich eure Frösche sehen. Zeigt mir eure Frösche, Leute. Ne? Auf Wiedersehen, es war sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß aus Saal. Das Original kommt aus Saal. Tschüss. Rakuritäten, 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 Rakuritäten.